Und da sind wir wieder, bereit für unsere diesjährige Motorradtour zum Gardasee. Nachdem die restliche Truppe Mischa von der Schulabschlussfeier seiner Tochter abgeholt hat, fahren wir hinaus in die Nacht. Müller hat freundlicherweise auch in diesem Jahr wieder sein tolles Wohnmobil für uns zur Verfügung gestellt. Ich soll mal einen ganzen Satz sagen. Wir fahren hier in dem geilsten Gespann der Erde in eine völlig überwältigende Region zum Motorradfahren. So, was machen wir? Das war ja sehr schön. Ich bin aber noch dabei. Ja. Gardaseemann auf dem Weg zum Gardasee. Vorne von den Jungs. Schon wieder. Ja. Dann kann ich auch Videos machen mit dem Selfie-Stick. Ja, das ist ja wie eine Kamerafahrt hier. Kammerkind Holgi. Super. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Gardaseemann. Wir erreichen den Gardasee, der uns von der Zufahrtsstraße aus in traumhafter Lage zu Füßen liegt. Bald darauf haben wir unsere beiden Stellplätze auf dem Campingplatz Maroadi in Torbole bezogen. Nach dem ersten Willkommensbierchen nehmen wir noch die nähere Umgebung des Campingplatzes in Augenschein. Nach einer im Tiefschlaf verbrachten Nacht sorgt der Smoothie dafür, dass es der restlichen Mannschaft zum Frühstück an nichts fehlt. Guten Morgen, liebe Freunde. Und da ist er ja auch, der Gardaseemann. Gardaseemann, wie ist denn das Leben so in Italien? Hör mal, es ist morgen, ich habe meine Buttermilch, es ist alles gut. Wunderschön. Wo ich bin, ist mir im Moment egal. Ihr seid da, alles ist gut. Nach dem Frühstück brechen wir zur Tre Laghi, auf Deutsch Drei-Seen-Tour auf. Entlang des Gardasees, der sich in tollem Licht präsentiert, fahren wir zunächst nach Pieve de Tremosine, wo wir an der Schauderterrasse unsere erste Pause eingeplant haben. Die Terrasse des Hotels Paradiso liegt unmittelbar am Rand einer 400 Meter hohen Steilwand und ragt zum Teil noch über den Abgrund hinaus. Man hat nach Norden und Süden eine unglaubliche Aussicht über den Gardasee. Das Highlight dieser Terrasse ist allerdings der Blick nach unten. Bei Gargnano ist Müller auf einmal verschwunden. Nach ca. 5 Minuten kommt er am Fuße einer schmalen Treppe wieder zum Vorschein.
Eine GS macht eben auch vor Treppenstufen nicht halt. Wir kommen jetzt wieder zum Gardaseemann. Da sieht man mich ja gar nicht. Ja, heute mit Verstärkung, mit den beiden Kollegen, da wir denen das Grinsen aus dem Gesicht gar nicht rausgehen. Man kann schon fast durch den Helm sehen, weil es sind wirklich tolle Strecken, tolles Wetter, toller Kameramann. Michi, wolltest du auch mit drauf? Dreh doch mal die Kamera einfach, du kannst das doch. Guck doch mal Gesicht kurz zeigen. Ja, Selfie, Kameramann, wunderbar. Wir fahren einfach erstmal weiter und nachher heute von uns, wenn alles gut geht. Über unglaublich kurvige und schmale Straßen erreichen wir den Val Vestino Stausee, den ersten See auf unserer Seentour. Pünktlich zur Mittagszeit erreichen wir den Idro-See, den zweiten See auf unserer heutigen Etappe. Dort nehmen wir in einem kleinen Restaurant ein leckeres Mittagessen zu uns. Am späten Nachmittag erreichen wir dann See Nummer 3, den Ledro-See. Dieser liegt nicht weit von Riva, oberhalb des Gardasees. Wieder zurück auf dem Campingplatz klingt der Abend dann mit einem leckeren Abendessen und ein paar kalten Gin Tonic aus. Der dritte Tag soll nicht weniger spektakulär als der vorherige werden. Abermals folgen wir zunächst der Gardesana Occidentale, bis wir rechts in Richtung Tremosine abbiegen.
Mit der Via Benacco La Fora erwartet uns hier eine wirklich irre Straße, die in der Zeit des Ersten Weltkriegs entstanden ist. La Fora heißt übrigens die Schlucht und genau durch diese Brasa-Schlucht führt diese Wahnsinnsstraße hinauf nach Pieve. Aber seht selber. Die Brasa-Schlucht gefällt uns so gut, dass wir oben umdrehen und die Strecke noch einmal von der anderen Seite aus befahren. Unbeleuchtete Tunnel sind in dieser Region keine Seltenheit. Hier ein besonders dunkles Exemplar. Leider geht es Mischa an diesem Tag gesundheitlich nicht so gut und so beschließt er den Nachmittag nicht Motorrad zu fahren. Während die restliche Truppe ihre Tagestour fortsetzt, macht Mischa einen Strandspaziergang nach Torbole und erkundet zu Fuß die traumhafte Umgebung des Campingplatzes. Zeitgleich befahren die restlichen Tourenteilnehmer die Monte Baldo Höhenstraße. Jürgen Heinz verliert während dieser Tour seine Actioncam, die ihm aber glücklicherweise von einem aufmerksamen Mountainbike-Fahrer hinterhergebracht wird. Glück muss man haben. Und ihr seid auf dem Film mit drauf? Wenn der Film fertig ist, www.coolebiker.de. Kurzerhand wird die Kamera nun an den Sturzbügel von Mühles Motorrad montiert
und die Fahrt fortgesetzt. Ziemlich geflasht erreichen sie wieder den Campingplatz, wo das erste kühle Bier schnell trinkfertig auf dem Tisch steht. Nach einem Abendessen bei der Campingplatz-Pizzeria laufen wir noch in den Ort. Dort treffen wir uns mit Holgis Freund Christoph und seiner Freundin Ursula und lassen gemeinsam den Abend ausklingen. Heute verlassen wir den Gardasee in Richtung Trentino. Hinter Rovereto biegen wir auf eine kleine kurvige Straße ab, die wie für Motorräder gemacht zu sein scheint. Der Mittagstisch wird kurzerhand in Trient für uns gedeckt, wo wir bei einem schicken Italiener ein paar leckere Salate ordern. Auch nach dem Mittagessen finden wir zielsicher die richtigen Straßen, die durch herrliche Landschaften führen.
Dann erreichen wir die Kaiserjägerstraße, die 1911 als Kriegsstraße von österreichischen Kaiserjägern gebaut wurde. Die durchgängig asphaltierte, teils nur einspurige Straße führt dabei über 8 eng an den Berghang des Monte Pegolara gebaute Kehren, unter Felsüberhängen und durch kurze, unbeleuchtete Tunnel. Im oberen Bereich der Kaiserjägerstraße liegt ein kleiner Parkplatz mit einem Aussichtspunkt, der einen Panoramablick über das Val Sugana mit dem Lago di Caldonazzo und dem Lago di Levico bietet. Als wir Rovereto erreichen, herrscht bereits Feierabendverkehr. Um vorwärts zu kommen, passen wir uns der italienischen Fahrweise an. Die Sonne steht bereits tief, als wir den Gardasee wieder erreichen. Jürgen Heinz brutzelt in seiner Thomas Magnum Gedächtnishose ein leckeres Abendmahl, während sich der Rest der Biker dem deutschen Liedgut hingibt. Deine Liebe, die Schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Heute ist ein Erholungstag. Kurzerhand werden von der Rezeption des Campingplatzes Marois die 3 Fahrräder ausgeliehen, die zwar gratis, aber viel zu klein sind. Egal, die Stimmung ist trotzdem klasse. Während Jürgen Heinz mit dem Motorrad noch einmal die Monte Baldo Höhenstraße fährt, folgt die restliche kleine Herde der Verlockung von Sonne, Eis und Bier und fährt mit den Rädern nach Riva del Garda, dem mondänen Nachbarort. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing the... Gardasee Man. Ja, herzlich willkommen hier am wunderschönen Gardasee. Es ist ein wenig bedeckt, aber wunderschön. Hans-Jürgen macht heute alleine eine Tour. Er konnte es nicht lassen, wir konnten es lassen und sind hier in kurzer Hose schön und genießen das Leben. When the stars make it blue just like pasta fazool, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore.
Am heutigen Tag wollen wir, wie auch im letzten Jahr, Lambert von Engelbrechten, einen Bekannten von Jürgen Heinz, besuchen. Lambert hat sich in Kaltern am See ein neues Haus gebaut. Also geht es heute in Richtung Südtirol. Um die Tour interessanter zu machen, haben wir eine Überfahrt des Mendelpasses in unsere Tourenplanung eingebaut. Oben angekommen, genießen wir zunächst die schöne Aussicht, was sich allerdings nachträglich als Fehler herausstellt. Denn kurz vor unserer Weiterfahrt wird die Abfahrt nach Kaltern vor unserer Nase wegen Bauarbeiten gesperrt. Na super, also wieder zurück und einen Umweg von ca. 70 Kilometern in Kauf nehmen. Aber in dieser Landschaft sind Umwege nicht zwingend eine Bestrafung. Etwas verspätet erreichen wir die Casa Lambert, wo uns der Hausherr schon erwartet. Nachdem wir die Bikes in der hauseigenen Tiefgarage geparkt haben, kredenzt uns Lambert einen leckeren Kaffee, während sein Mähroboter namens Abu Razi fleißig seine Bahnen zieht. Nach dem bereits obligatorischen Gruppenfoto mit Lambert und einer herzlichen Verabschiedung geht es wieder zurück zum Gardasee. Bevor wir am Abend den Gardasee verlassen wollen, brechen wir heute noch einmal zur Monte Baldo-Runde auf. Da Mischa leider am dritten Tag die Tagestour abbrechen musste und die Jungs scheinbar von dieser Strecke nicht genug bekommen, wird die Tour kurzerhand noch einmal wiederholt. Zunächst folgen wir diesmal dem Ostufer des Gardasees, der Gardesana Orientale, ein ganzes Stück, an Malcesine vorbei, ehe wir nach links in die Berge abbiegen. Über Spiazzi kurven wir den Berg hinauf, bis wir die Monte Baldo Höhenstraße schließlich erreichen. Auch diese Straße ist ein Relikt des Ersten Weltkrieges, als hier die Frontlinie verlief. Die teils einspurige, aber gut ausgebaute Höhenstraße mit Passcharakter dürfte zu den schönsten Strecken in den südlichen Zentralalpen gehören. Wir erreichen Bocca di Navene. Am dortigen Gasthaus genießt man einen sensationellen Blick auf den gut 1300 Meter tiefer gelegenen
Hier sollte man unbedingt eine Rast einlegen. Machen wir auch und gönnen uns einen Kaffee und eine eiskalte Cola. Ab jetzt kräuselt sich die Straße spektakulär hinab Richtung Mori. Nach dem Verstauen der Bikes und der Campingutensilien gönnen wir uns noch ein erfrischendes Bad im See, bevor es über Nacht auf die Rückfahrt nach Ostfriesland geht.